In Las Vegas, da wird heute die Consumer Electronics Show CES eröffnet. Experten gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz in den Showrooms das Hauptthema sein wird. Auch der deutsche Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch zeigt dort, wie vielseitig KI genutzt werden kann. Zum Beispiel mit einem smarten Kinderbett, das Babys überwacht und Alarm schlägt, wenn etwas nicht stimmt. Bosch setzt künftig noch stärker auf Software und KI. Bis Anfang des nächsten Jahrzehnts will das Unternehmen damit 6 Milliarden Euro Umsatz machen. Bereits jetzt beschäftigt das Unternehmen 5000 KI-Experten und ist europäischer Spitzenreiter bei KI-Patenten. Da schauen wir doch mal nach Las Vegas zu Daniel Zwick. Guten Morgen von Berlin nach Las Vegas CES. Und wir gehen mal davon aus, dass ein kluges Kinderbettchen nur so ein Randaspekt dieses KI-Hypes sein dürfte auf der CES. Was gibt's denn sonst noch? Definitiv, der Hype ist noch lange nicht vorbei. Das hat man vorhin gesehen bei der Eröffnungsrede des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Der hat nicht gespart mit großen Visionen in Bezug auf KI. Und die ganz große Vision ist der humanoide Roboter, den wir aus vielen Filmen, auch aus ganz alten Filmen, schon Star Wars zum Beispiel, kennen. Das ist das Ziel und ich gehe davon aus, dass solche Visionen in dieser Woche hier ganz, ganz oft zur Sprache kommen werden. Gleichzeitig zieht KI wirklich in ganz, ganz viele kleine Produkte ein, eben auch sowas wie dieses Kinderbett. Smarte Stifte, smarte Uhren, im Prinzip in jedem Produkt steckt in Zukunft KI und viele davon kann man jetzt hier schon sehen. In Sachen autonomes Fahren, das ist ja eine Thematik, die uns schon seit etlichen Jahren begleitet. Gibt es da Fortschritte oder Weiterentwicklungen? Ja, beim autonomen Fahren sieht man, was aus so einem Hype mal werden kann. Möglicherweise werden wir in 5 Jahren so ähnlich über KI sprechen wie über das autonome Fahren. Früher gab es da Riesenversprechungen. Man hat uns vorgemacht, dass wir im Prinzip schon jetzt mit Autos im Schlaf durch die Nacht fahren können. Gibt es leider noch nicht. Aber es gibt tatsächlich Fortschritte. Waymo ist übrig geblieben von den vielen KI-Startups und Waymo bietet Robotaxis tatsächlich in amerikanischen Städten an. Der Dienst wird ausgeweitet, in Zukunft auch nach Tokio. Und die Deutschen sind, obwohl man das vielleicht nicht glauben mag, da auch noch dabei. Also Volkswagen hält an seinen Plänen fest, in Hamburg im nächsten Jahr mit Robotaxis zu starten. Und Daimler Truck und Continental, die bringen autonome LKWs auf die Straße, allerdings in den USA. Noch Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist ja auch vor Ort. Wofür interessiert der sich? Weiß man das? Ja, der interessiert sich zum Beispiel für autonomes Fahren. Wissing war in den letzten Jahren ein regelmäßiger Gast auf der CES und jetzt ist er eben auch da gewesen. Ich habe ihn heute Mittag getroffen, da hat er interessanterweise ein deutsches Start-up besucht, das hier in Las Vegas einen Dienst anbietet, der quasi so eine Vorstufe von autonomem Fahren ist, nämlich Telefahren. Da gibt es Fahrer, die sozusagen ferngesteuert diese Autos durch die Stadt lenken und da muss man sagen, das ist ein bisschen peinlich gewesen für Wissing, weil das Start-up das auch in Hamburg versucht hatte und dort es nicht geschafft hat, wirklich einen kommerziellen Dienst aufzubauen, weil die Regulierung in Deutschland so schwierig ist. Und hier in Nevada ist die Regulierung einfacher. Deswegen können sie hier richtig durchstarten. Daniel Zwick, recht vielen Dank nach Las Vegas.